Moin Moin und herzlich willkommen im TWS-Lager. Zum Aufbewahren und Transportieren von Miniaturen gibt's ja diverse Möglichkeiten. Allen voran Schaumstoffeinlagen und Lösungen, bei denen Magnete eine Rolle spielen. Bis vor einigen Jahren hatte ich fast ausschließlich Schaumstoffeinlagen genutzt. Dann bin ich aber nach und nach dazu übergegangen, kleine Neodym-Magnete unter die Bases meiner Miniaturen zu kleben, um die Modelle auf Tabletts oder in Kisten zu transportieren. Mittlerweile gibt es sogar einige Hersteller, die schicke Taschen mit Tabletteinlagen aus magnetischem Blech anbieten. Und irgendwie dachte ich kürzlich, warum nicht Magnete auch beim Grundieren und Bemalen nutzen? Denn bislang hatte ich meine Modelle meist mit Patafix auf Korken geklebt. Das hatte je nach Oberfläche unterschiedlich gut funktioniert, denn neue Korken musste ich immer erst etwas aufrauen, damit das Patafix einigermaßen hielt. Aber wenn ich nach der Bemalung Magnete unter die Bases klebe, um die Modelle dann sicher lagern zu können, kann ich das natürlich auch schon vor der Bemalung machen. Einfach etwas Green Stuff zu einer Mini-Kugel formen, einen Neodym-Magneten hineindrücken und unter die Base kleben. Dann noch kurz die Base auf einen flachen Untergrund pressen, damit der Magnet bündig mit der Base abschließt. Alles einige Stunden aushärten lassen und fertig. In dieser Zeit könnt ihr übrigens ganz einfach magnetische Miniaturenhalter basteln. Nehmt einen Sockel eurer Wahl, wie zum Beispiel so einen konischen Flaschenkorken, und eine Edelstahl-Unterlegscheibe aus dem Baumarkt von zum Beispiel 25 mm Durchmesser. Die wird dann einfach mit reichlich Holzleim auf den Korken geklebt, was nach dem Trocknen bombenfest hält. Schon haben eure magnetisierten Figuren einen festen Halt auf dem Miniaturenhalter und sind sekundenschnell und ganz bequem ausgetauscht. Je nach Größe der Base und dem Eigengewicht des Modells können natürlich auch 2 Neodym-Magnete nötig sein. Aber das kennt man ja schon beim Verstauen größerer Modelle auf magnetischen Untergründen, dass hierbei eventuell mehrere Magnete unter eine Base gehören. Für die Bemalung können sich dann auch Miniaturenhalter mit einem größeren Durchmesser anbieten, auf denen gegebenenfalls andere Unterlegscheiben flächendeckend aufgeklebt werden. Und natürlich könnt ihr Edelstahl-Unterlegscheiben auch auf eine Holzleiste kleben, um so eine prima Halterung beim Sprühgrundieren eurer Miniaturen zu haben. Achtet hierbei auf gleichmäßige Abstände und berücksichtigt diese Entfernung beim Magnetisieren von größeren Bases, damit die Magnete das Modell sicher auf der Leiste halten. In diese Base musste ich ohnehin extra Löcher für die Magnete hineinbohren. Für Miniaturen auf 25 bis 30 mm Bases bin ich mit der Magnetenlösung jedenfalls sehr zufrieden. Aber egal, ob ihr eure Modelle weiterhin gerne mit Patafix befestigt oder mit Klemmen haltet oder euch Schaumstoffeinlagen ohnehin lieber sind. Hauptsache, ihr seid mit eurer Lösung happy und habt Spaß beim Malen und Spielen. Und wir sehen uns wie immer nächsten Freitag. Bis dann!